Bosco, bist du bereit für ein weiteres Übungsvideo? Ja, das bin ich. Gut. Also, wir rechnen jetzt einfach nur ein paar Übungsaufgaben zur zweiten binomischen Formel vorwärts. Dann los. Na, hier sind alle Aufgaben. Ihr drückt wieder auf Pause und rechnet erstmal selbst. Ja. So, los geht's mit der ersten Aufgabe. X mal x sind x hoch 2. Dann kommt ein Minus hin, weil zweite binomische Formel. Ja, das schreibst du aus der Formel ab, genau. Genau. Die Mitte rechne ich aus. 2 mal x sind 2x, mal 4 sind 8x Ja. und 4 mal 4 sind 16. Schon geschafft. Und hinten steht das Plus. Da steht immer ein Plus. Da steht immer ein Plus. Ja. Bumm. Zweite Aufgabe. 5 mal 5 sind 25. 2 mal 5 sind 10. Mal 2y sind 20y. Davor steht das Minus. Ja? Und hinten steht ein Plus. Und 2y mal 2y sind 4y hoch 2. Sehr schön. Läuft, oder? Ja. Dritte Aufgabe. 2a mal 2a sind 4a hoch 2. So, dann das Minuszeichen und 2 mal 2a sind 4a, mal 3b sind 12ab. Ja. So, hinten kommt das Pluszeichen hin und 3b mal 3b sind 9b hoch 2. Sehr schön. Vierte Aufgabe. 5a mal 5a sind 25a hoch 2. Dann kommt das Minuszeichen hin. 2 mal 5a sind 10a, mal 3a sind 30a hoch 2. Dann das Pluszeichen und rechts sind 3a mal 3a 9a hoch 2. Du bist in meine Falle getappt, Bosco. Aber macht nichts. Endlich mal wieder eine Falle. Das war alles schon so verdächtig ruhig. Ja, du hast ja halt auch wieder sehr viel Arbeit unnötigerweise gemacht. Schau dir jetzt mal dein Ergebnis an. Fällt dir da was auf? Alles Familie A hoch 2. Ja, das heißt, du kannst die alle zusammenfassen. Die wollen jetzt alle sich auf einer gemeinsamen Party treffen. Ja. Okay, 25 minus 30 sind minus 5 plus 9 sind plus 4a hoch 2. Ja, das wäre dein Endergebnis. Ja. Und jetzt schaust du dir aber nochmal die Aufgabe an. Wie hättest du das viel schneller rausbekommen können? Das 5a und 3a sind Familie A. Das heißt, es wäre einfach 2a gewesen. Innerhalb der Klammer, ja. hoch Du hättest 2. die Klammer direkt ausrechnen können. Dann steht da 2a hoch 2, also in Klammern. Und das sind dann direkt 4a 4. hoch 2. Na, du bist ein Scherzkeks. Ja, ich baue manchmal so Fallen ein, wenn du nämlich anfängst, einfach immer nur Schema F zu rechnen und gar nicht mehr die Aufgabe richtig anzuschauen. Tja. Also, wenn man die Klammer ausrechnen kann, dann sollte man das tun und nicht stur die binomische Formel anwenden. Mathe ist ja meistens Schema F. Ja. So, nächste Aufgabe. Da steht ein Minus davor. Ja, wieder so Wieder eine eine Falle. Gemeinheit. Ja. Also, du hast zwei Möglichkeiten, Bosco. Ja. Die erste ist, du betrachtest es als erste binomische Formel und rechnest deine Vorzeichen aber selber aus, anstatt sie von der Formel abzuschreiben. Erste binomische Formel. Oder, ja, wir haben ja gerade ein Übungsvideo zur zweiten binomischen Eben. Formel. Du kannst doch einfach die Reihenfolge tauschen. Das darfst du, wenn das Vorzeichen bei der Zahl bleibt, wo es hingehört. Das heißt, du schreibst einfach die minus 7 hinten in der Klammer hin und die 3x vorne. Und dann ist es genau die gleiche Aufgabe, sieht aber eher aus wie eine zweite binomische Formel. Das darf ich machen. Ja, das würde ich dann mal vorziehen. Dann mach das so. Ja, das muss man ja wissen, dass man das machen darf. So, dann habe ich 3x mal 3x sind 9x hoch 2. Dann kommt das Minuszeichen hin. Und dann rechne ich 2 mal 3x sind 6x mal 7 sind 42x. Und hinten ist dann das Pluszeichen und 7 mal 7 sind 49. Ja. Ja, andersrum gerechnet hätte ich mir ja ganz schön schwer getan. Ach, das hättest du auch hingekriegt. Soll ich machen? Wenn du magst, probier es nochmal aus, ja? Ja. Also dann Wir ist können es auch halt so, vorspulen. wenn du die Vorzeichen selber ausrechnest, dann darfst du halt nicht nur mit der 7 rechnen, sondern du musst dann wirklich mit der minus 7 rechnen.
Ja, minus 7 mal minus 7 sind aber plus 49. Ja? So. Und dann rechne ich 2 mal minus 7 sind minus 14. Und minus 14 mal 3x sind minus 42x. Ja, weil Minus mal Plus gibt Minus. Okay, und hinten habe ich dann 3x mal 3x sind plus 9x hoch 2. Ja. Und? Und dann hätte ich dasselbe Ergebnis, nur vertauscht. Ja, also Die minus 42x bleiben. das bleibt alles. Du darfst die Reihenfolge ja beliebig Ja. umtauschen, solange das Vorzeichen eben da bleibt, wo es Okay, hingehört. ja gut, verstanden. Letzte Aufgabe. Ja. Schon wieder ein Minus. Danke. Ja, auch hier gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist aber, glaube ich, noch ein bisschen zu kompliziert. Da müsstest du das Minus nämlich ausklammern. Und ja, ich rechne vielleicht lieber die Vorzeichen einfach selber aus. Ja, mache ich. Also minus x mal minus x sind x hoch 2. Mit welchem Vorzeichen? Plus. Okay. So, dann die Mitte rechne ich aus. 2 mal minus x sind minus 2x. Mal minus 15, Minus mal Minus ergibt Plus, sind dann 30x. Ja. Ha! Und hinten minus 15 mal minus 15 sind plus 225. Ui, hast du die Quadratzahlen schon auswendig Ja. gelernt? Das geht ja gut. Bin Ja, stolz okay. auf dich, Bosco. Das hat alles super geklappt. Ja. Ja. Ja, war gut, oder? Ja. Gut, hier sind nochmal alle Ergebnisse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.